Bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam. Mami Made! Heute macht die Mami das. Hallo und herzlich willkommen bei Mommy Made. Heute mit einem sehr anfängertauglichen Nähprojekt, einem, das sich als euer erstes Kleidungsstück aus Jersey oder anderen elastischen Stoffen eignet. Und zwar komplett ohne Schnittmuster. Denn was wir heute nähen, ist eine solche Beanie-Mütze mit Twist. Dieser Twist erlaubt es euch, dieses schöne Schmuckstück so zu tragen, wie eine normale Beanie-Mütze eben. Aber das Ganze auch aufzufriemeln, euren Kopf durchzustecken und das Ganze als Schal zu tragen. Oder wahlweise als Stirnband. Oder die Langhaarigen unter euch können das Ganze auch so tragen. Genau, was ihr dafür braucht, ist wie gesagt ein elastischer Stoff wie zum Beispiel Jersey oder auch der Strickstoff, aus dem ihr vielleicht, wenn ihr hier öfter unterwegs seid, letzte Woche schon euren Ärmelschal genäht habt. Ich habe meine Beanie eben aus dem Rest des Stoffes genäht, den ich hierfür verwendet habe. Es muss auf jeden Fall ein elastischer Stoff sein. Wenn ihr jetzt gerade erst anfangt, mit Jersey zu nähen oder mit elastischen Stoffen zu nähen, schaut auf jeden Fall bei mir auf dem Kanal in die Serie Nähen lernen mit Mommy Made rein. Da gibt es ein Video zum Thema, was ihr beachten müsst, wenn ihr Jersey mit der normalen Nähmaschine vernäht, wenn ihr also jetzt keine Overlock zu Hause habt. Das Video verlinke ich euch hier oben. Was ihr ansonsten braucht, ist als erstes mal ein Maßband. Damit geht ihr auf jeden Fall als allererstes her und messt euren Kopfumfang oder den der Person, die ihr benähen möchtet. Denn das Stück Stoff, das wir brauchen, ist exakt so breit wie der Kopfumfang, den ihr benähen möchtet. In der Länge nehme ich bei Erwachsenen 55 cm, bei Kindern 50 cm. Bei kleineren Kindern, also so unter 6 grob, würde ich nur 45 cm in der Höhe nehmen. Denn sonst haben die, wenn die das Ding aufsetzen, hier hinten einfach unfassbar viel Stoff hängen. Genau, und wie gesagt, entweder Jersey-Stoff oder auch einen elastischen Strickstoff wie den ihr für diesen Ärmelschal zum Beispiel verwendet habt. Auch das Video zu diesem Ärmelschal verlinke ich euch hier oben. Ansonsten braucht ihr eigentlich nur eure Nähmaschine und Nähclips und dann können wir schon loslegen. Ich nähe den Zopfmützen-Beanie-Loop heute für meine fast 8-jährige Tochter. Das heißt, ich habe mir diesen schicken Eisblumen-Jersey zugeschnitten in einer Breite von 52 cm, weil das ihrem Kopfumfang entspricht, und habe eine Länge von 50 cm gewählt. Das erste, was wir jetzt machen, ist uns dieses Stück, wie gesagt, wir legen es uns so vor uns, dass die Breite vor uns liegt, mal die Länge. Und wir legen es als erstes der Länge nach in den Bruch, rechts auf rechts, also schöne Seite auf schöne Seite. Und dann stecke ich mir das hier am Rand fest. Bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam. Und nähe dann einmal diese Längsseite zusammen. An der Overlock wahlweise oder mit einem elastischen Stich oder Überwendlingsstich an der Nähmaschine. Und ich lasse dabei eine Wendeöffnung hier unten zwischen den unteren beiden Clips. Ich markiere mir das hier, das muss man aber nicht. Ich mache das nur, damit ich beim Nähen auch auf jeden Fall dran denke, hier die Öffnung offen zu lassen. Das heißt, ich nähe bis hier, verriegle hier an der Nähmaschine die Naht, lasse eine Lücke, fange hier wieder an, verriegle die Naht und nähe bis zum Ende, wo ich erneut verriegle. Bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam. Bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam. Wenn ihr das gemacht habt, legt ihr euch euren Schlauch, der es ja jetzt ist, wieder so vor euch hin wie vorhin beim Zusammenstecken. Und jetzt stecken wir das Ganze so zusammen, dass eine Mütze draus wird. Und zwar folgendermaßen. Ihr nehmt eine Ecke von oben und zieht sie diagonal auf die gegenüberliegende
Ecke und legt sie dort drauf. Haltet da euren Finger drauf, nehmt die andere Ecke und schlagt sie nach vorne über den Rest drüber auf die diagonal gegenüberliegende Ecke. Was ihr bekommt, ist ein Gebilde, das ein bisschen aussieht wie ein schiefes Haus. Also so, 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 so. Und genau so ist das richtig. Das zoppelt ihr euch jetzt noch so ein bisschen zurecht, dass hier Ecke auf Ecke liegt. Und dann klappen wir uns das hier oben auf und stellen fest, dass wir jetzt hier 4 Lagen haben. Die 2 inneren falten wir uns erstmal aus dem Weg. Also einfach irgendwie nach innen klappen, sodass die unterste Lage und die oberste Lage hier unten rechts auf rechts zu liegen kommen. Und die stecken wir aneinander fest. Badam, bam, 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 badam, bam. Und zwar tatsächlich wirklich nur hier unten, quasi in der Mitte des Hauses. Über die Ecken müsst ihr euch im Moment tatsächlich noch gar keine Gedanken machen. Und damit gehen wir jetzt unter die Nähmaschine. Und ich fange etwa hier, wo mein erstes Clip ist, also so 5 cm von der Ecke entfernt an, zu nähen und nähe entweder an der Overlock oder an der Nähmaschine mit einem elastischen Stich hier unten diese 2 Lagen aneinander. So, geht hier im Zweifelsfall noch mal rein und schiebt die 2 inneren Lagen aus dem Weg, dass die euch hier nicht in die Quere kommen. Und legt eure Mütze dann so runter, dass ihr hier etwa bei dem ersten Clip anfangen könnt mit dem Nähen. So, da setze ich den Fuß ab und fange an mit der Verriegelung und nähe dann mit meinem elastischen Stich einfach schon mal so weit ich komme. Bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam. So, jetzt bin ich am Ende der Strecke angekommen, die ich mir vorhin zusammengesteckt habe. Dort lasse ich die Nadel stecken und lasse das alles unter der Maschine und greife jetzt hier rein und ziehe mir vorsichtig einfach mehr Stoff raus. Und lege weiterhin diese 2 Lagen, die ich gerade zusammennähe, übereinander. Jetzt habe ich ja mehr Platz, also nähe ich einfach weiter. Badam, bam, 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 badam, bam. Ihr kommt da unter anderem an der Naht vorbei, wo ihr die Längslagen zusammengenäht habt. Da näht ihr einfach drüber. Badam, bam. So, und so macht ihr das immer weiter. Ihr zoppelt euch hier immer ein bisschen von den Stofflagen raus und guckt, dass die hier unten ordentlich aufeinander zu liegen kommen und näht einfach immer weiter. Bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam. So, und irgendwann kommt ihr auf diese Art und Weise an den Punkt an, wo wir angefangen haben. Das heißt, das müsste, wenn ihr da nicht an den Stofflagen gezogen habt, ziemlich genau passen, dass die aufeinander liegen und ihr näht einfach bis zum Anfang eurer Naht ein Stückchen weiter darüber und verriegelt dort und schneidet den Faden ab. Dann haben wir also einmal ringsherum um die Mütze unten herum genäht. So ist das Ding von der Maschine gekommen und ist jetzt noch nicht so richtig als irgendwas erkennbar. Das erste, was ihr jetzt macht, ist euch eure Wendeöffnung suchen, die ihr in der Längsnaht offen gelassen habt. Da ist sie. Und da hindurch wendet ihr jetzt dieses komplette Gebilde. Badam, bam. Und dann faltet ihr hier die Nahtzugaben gegeneinander und steckt diese Wendeöffnung zu mit Nadeln oder mit Clips. Und jetzt muss diese Wendeöffnung geschlossen werden. Am unsichtbarsten und für mich, mein Empfinden, am hübschesten funktioniert das, wenn man das mit einer Handnadel und einem Faden mit dem Matratzenstich macht. Wie das genau geht, verlinke ich euch hier oben. Da habe ich schon mal ein Tutorial dazu aufgenommen. Wer das nicht kann, nicht will, was auch immer, kann diese zusammengesteckte Öffnung natürlich auch so unter die Nähmaschine legen und hier knappkantig mit einem Geradstich alles verschließen. Und wenn ihr das getan habt, dann wird so in erster Linie mal ein Loop draus oder ein Schal, Kragen, Halssocke, wie auch immer ihr es nennen wollt. Und wenn ihr euch
die Naht sucht, mit der wir ringsherum unten um die Mütze herum genäht haben und an der festhaltet und schüttelt, dann verwirbelt sich das oben so und schließt sich und kann so als Mütze getragen werden. Und es ergeben sich daraus noch etliche andere Benutzungsvarianten, die ich euch ja vorhin am Anfang des Videos schon anhand meiner Strickvariante vorgeführt habe. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, wie das Ding heißt. Ich weiß nicht, ob es dafür einen offiziellen Begriff gibt. Es ist ja irgendwie eine Beanie und irgendwie auch ein Loop-Schal. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die das dann Beanie-Loop nennen. Man könnte das Ganze auch als Zopfmütze bezeichnen, weil eben die Haare oben durchgehen. Meine Tochter nennt es Schüttelmütze, weil man, wenn man es als Halstuch oder Stirnband getragen hat, eben unten festhalten und es schütteln muss, um es wieder zu einer Mütze zu machen. Deshalb nennt sie es Schüttelmütze. Vielleicht ist es ein Zopfmützen-Stirnband-Loop oder was auch immer. Wenn ihr eine Idee habt oder mir einfach nur sagen möchtet, wie ihr das Ding nennt, schreibt es doch unter diesem Video in die Kommentare, das würde mich sehr freuen. Ansonsten, falls ihr Lust habt auf weitere Näh- und DIY-Tutorials, dann abonniert doch den Mami Made-Kanal und aktiviert das kleine Glöckchen, damit YouTube euch immer informiert, wenn ich was Neues hochlade. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaltet und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mami Made!